Rita ist schon wieder irgendwo bei den Steinekästen. Jetzt schauen wir mal genauer hin, was sie da vorhat. Ja. Und damit herzlich willkommen zurück bei Bricks Go Wild. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo. Rita, was steht am Programm? Naja, ich bin gerade am Bauen. Das Einzige, was ist, erkennst du, was das heißt? Da du irgendwann in den letzten Tagen mal von einem Spielplatz gesprochen hast, gehe ich hier sehr stark von einer Schaukel aus. Sehr gut. Die auch schon ganz cool aussieht. Das Einzige ist, ach so, ich könnte eigentlich einen 1x4er nehmen. Dann wird es halt eine schmale Schaukel. Weil so steht das halt da irgendwie so weg. Weißt du, was ich meine? Ich werde mal schauen. Weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass du da eine gute Idee hast. Zeig uns mal, was denn so in letzter Zeit passiert ist. Ist gut. Ich nehme einen 1x4er mit und dann machen wir uns auf den Weg. Ei. Jetzt sind wir aber gespannt, was die Madame hier alles so präsentiert. Bist du überhaupt schon fertig mit deinem Kaffee? Nein. Wie immer ist er kalt, aber man wird durch kalten Kaffee ja nur schöner. Es ist schon später Nachmittag und Rita trinkt noch immer an ihrer ersten Tasse Kaffee, ob ihr es glaubt oder nicht. Ja, weil man schön werden möchte. Ich zeige euch ein paar Kleinigkeiten auf dem Weg zum Spielplatz. Ich habe hier meinen Schummelzettel, denn ich habe mir eure Ideen jetzt immer auf meinem Tablet notiert. Und dann arbeite ich die nämlich immer ab. Ja, manche Leute sind halt gescheit, gell? Und da ist zuerst noch eine Kleinigkeit hier. Da hat nämlich Christoph euch mal gezeigt, dass er da eine Telefonzelle aufgebaut hat, neben der Oktan-Tankstelle. Und da haben wir die Tipps bekommen, dass wir die Telefonzelle nicht auf dem Gehsteig platzieren sollten, sondern ein wenig nach hinten ins Gras schieben. Und dann kann ja auch wer telefonieren, weil sonst wird es sehr knapp am Gehsteig. Und das haben wir jetzt gemacht und ihr seht auch eine Minifigur, die gerade vielleicht die Mama anruft. Ganz richtig, ja. Derjenige, der hier telefoniert hat, der musste fast auf der Straße stehen, weil das irgendwie so knapp war. Und übrigens, ich habe bei dieser Tankstelle auch, mir fehlen noch die Aufkleber, aber die werde ich jetzt demnächst mal nachbestellen. Ich habe hier dieses Oktan-Preisschild ein zweites Mal aufgebaut, sodass wir jetzt von jeder Seite die Preise des Benzins und Diesels anschauen können. Ja, sehr gut. Wie gesagt, es fehlen auf dieser Seite nur leider noch die Aufkleber, aber die kommen auch noch und dann ist diese Tankstelle ja wirklich wunderbar. Perfekt. Der Anblick von Rita war jetzt ein wenig zu viel des Guten für unsere altbewährte Kamera. Jetzt musste ich schnell einen technischen Service vollführen und Rita ist natürlich jetzt schon wieder ganz woanders, aber ich hoffe, sie kann uns jetzt was präsentieren, was sie so fabriziert und erfunden hat in unserer wunderbaren Stadt Wild City. Ich habe, während du jetzt da den Akku geholt hast, den neuen, der hoffentlich länger hält, habe ich jetzt noch schnell eine Minifigur zusammengebastelt, nämlich diese hier, ich weiß nicht, ob du das siehst. Moment. Und ich dachte mir, ich baue die auf die Schaukel drauf und das ist einfach eine Dame, wo das, weiß nicht, vielleicht die Tochter gesagt hat, sie soll doch auch wieder mal schaukeln und sie kann das aber gar nicht mehr so gut, weil sie ja doch nicht mehr die Jüngste ist. Sehr nette Idee auf jeden Fall, gefällt mir wahnsinnig gut. Die wird dann hier drauf gesetzt, ich werde schauen, wie das funktioniert. Ups, das geht jetzt gerade nicht. Also sehe ich das richtig, dass du hier im Park gerade aktiv bist? Ja. Oh, hier hat sich ja schon viel getan seit dem letzten Mal, dass wir hier hingefilmt haben. Genau. Ich habe, was habe ich gemacht? Ich habe ein paar Bänke aufgestellt in Rot, aus dem Grund, dass wir keine braunen Holzteile hatten, aber ich dachte mir, das ist gar nicht so blöd, weil... Ja, glaube ich schon, aber die sind woanders. Okay, dann habe ich sie nicht gefunden. Wenn du sie noch wechseln willst, dann kannst du gerne sagen. Nein, ich habe mir gedacht, das ist gar nicht so blöd, weil dann ist das alles ein bisschen bunter und nicht alles nur braun und grün. Und ich habe mir gedacht, das gefällt mir eigentlich recht gut und habe mir dann entschieden, dass ich diesmal rote Bänke mache, weil auf dem Stadtplatz haben wir ja, soweit ich mich erinnere, blaue Bänke. Und gelb hätte ich auch, aber ich habe mir dann gedacht, rot passt ganz gut. Dann habe ich hier einen kleinen Spielplatz angefangen. Das ist noch ein bisschen provisorisch. Ich habe jetzt mal die Sachen hingestellt, weil wir ja noch einen Weg hier durchmachen möchten, durch den Park, dass nicht alle durchs Gras spazieren müssen. Aber ja, ich habe mal die einzelnen Teile gebaut, nämlich eine Sandkiste, siehst du hier, da ist auch ein Kübel mit Sand und ein paar solche, was die
wo man so Sand diese Sachen Formen, machen wo kann. man was kochen und backen kann mit dem Sand. Das ist das Rote und Wer das kennt Blaue sie da nicht? drin. Genau. Dann das hier, das sich so dreht. Aha, auch cool. Ja, da ist er eh nicht ganz so begeistert und der Vater auch nicht. Ihr seht den gleichen Haarschnitt. Vater und Sohn erkennt man da ganz gut. Ja, die beiden sehen sich wirklich sehr ähnlich. Ja, und die sind dann nicht ganz so begeistert. Waren wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr auf einem Spielplatz. Und das erinnert, erkennt ihr sicher noch von diesen neuen City-Sets. Ja, das mit ist ja dem auch Baby. So ein kleiner Kiddie Ride mit dem Baby, genau. Genau. Die Mutter dazu sitzt übrigens hier auf der Bank, also nicht befürchten, dass da die Mutter weg ist. Bei dem Baby die größere Schwester? Ja, ich glaube die große Schwester. Und dann haben wir hier noch so eine kleine Station, wo die Kinder angemalt werden im Gesicht. Ich weiß nicht, ob du das gut siehst. Das ist aber auch herzig. Ja. Die hat sich da schon so ein Katzengesicht malen lassen. Ich finde das auch sehr süß. Und sie macht gerade nochmal den Pinsel orange und wer weiß, was da noch. Vielleicht wird es ein Tiger. Vielleicht lässt sich die Mutter oder Oma oder wer auch immer das ist hier auch dann noch anmalen. Ja. Und ein paar Figuren habe ich so platziert, zum Beispiel hier dieses Pärchen, das sich auf ein Date trifft. Mal sehen, was da noch passieren wird. Oder dieser schicke Herr, sicher ein Engländer, dem Outfit nachzuurteilen. Genau. Und ein paar Mistkübel habe ich auch aufgestellt. Kleiner Herr Mistkübel. Also ihr seht, Rita plant und designt immer die komplette Stadt rund um die Minifiguren. Ja. Es hat keinen Sinn, hier vorher irgendwelche Wege oder keine Ahnung, sonst was aufzubauen, denn Nein. sie will zuerst die Geschichten mit den Minifiguren haben und baut dann erst die anderen Sachen ein. Ich nehme mal an, dass hier hinten noch dieser Ententeich reinkommt. Wir haben noch immer nur eine Ente. Wir haben eine Ente, das ist natürlich zu wenig, aber da kommt dieser Ententeich. Ich träume von so einem kleinen Häuschen, wo sich die Leute noch irgendeine Snacks oder irgendwelche, keine Ahnung, ein Eis kaufen können. Das würde vielleicht auch dort hinten noch hinpassen. Und dann ist das hier eigentlich ein wunderschöner Park. Übrigens eine Frage noch, denn wir haben ja jetzt dann die Babyenten, die wir bestellen, die zwar teuer sind, aber wir wissen jetzt, wo wir die herbekommen. Aber wir haben keine Mami-Ente. Gibt es auch Mami-Enten? Habe ich noch nie gesehen, oder ich glaube, du fragst auch nicht mich. Falls ihr das wisst, Zuseher. bitte in die Kommentare. Ihr seht, Christoph ist nicht gut informiert, deswegen frage ich euch. Und ich kenne mich bei Bricklink nicht aus, deswegen frage ich euch. Wer weiß, wenn ihr da wisst oder so eine Creator-Ente oder sowas kennt, dann bitte in die Kommentare schreiben. Ich habe da eben mein gescheites Tablet und das sagt mir, dass ich auch noch da drüben eine kleine Szene gebaut habe. Da habe ich auch den Tipp bekommen, dass das eine lustige Sache wäre, nämlich da ist ein Hydrant explodiert, kann man das so sagen, ich weiß es nicht. Hier vorne, hier, das habe ich selbst auch vor noch diesem nicht Shop. gesehen. Rita verwundert mich immer wieder selbst. Kleiner Moment. Ja, das war mein Tipp von euch. Soweit ich mich erinnere, hat das der liebe iPod Reaper mir geschickt und der hat gesagt, das wäre doch eine coole Idee, sowas zu machen, ein explodierender Hydrant. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, jetzt baue ich das rein und jetzt hatte ich endlich die Teile dafür. Und schon ist es in unserer Stadt. Wieder mal eine ganz nette Situation, wie ich finde. Coole kleine Geschichte. Da wird auf jeden Fall dann mal die Feuerwehr gebraucht, denke ich mir. Auf jeden Fall. Das mit dem Telefonieren haben wir schon gemacht. Ach ja, dann haben wir da drüben noch 1, 2 bzw. 3 kleine Sachen. Gehen wir mal darüber zu dem Bankomaten, den du ja aufgestellt hast. Und dann hat nie jemand Geld abgehoben. Sehr gerne. Übrigens, das neue Strandhaus ist jetzt eingezogen. Meine Mutter hat es aufgebaut. Cooler Delfin, cooles Häuschen. Bleibt natürlich nicht hier, das wird noch irgendwo anders positioniert, aber wir wissen noch nicht wo, da unser Strand ja schon relativ voll ist. Das muss schon ans Wasser, ist ja ein Surf. Aber es wird sich schon noch irgendwo eine kleine Möglichkeit ergeben, wo man auch dieses Häuschen noch positionieren kann. Oh, und was haben wir hier? Ihr kennt den Bankomaten schon, ihr kennt auch die Telefonzelle mit dem Wanted-Schild. Ups, ich schmuggel mich hier vorbei. Da ist jetzt die Dame mit der Handtasche, die das Geld abheben möchte. Das Problem ist, ihr seht es, das Wanted-Schild, dieser Herr sieht schon extrem nach dem Typen auf dem Wanted-Schild aus und der wartet da schon hinter der Telefonzelle mit einem Messer.
finde ich ja persönlich nicht so super, aber fürchtet euch nicht, in unserer Stadt passieren keine schrecklichen Dinge, auf jeden Fall nicht so schreckliche Dinge, denn da hinten, hinter der Polizeistation, beziehungsweise hinter diesem Nebengebäude zur Polizeistation ist auch schon der Polizist mit den Handschellen, also ich glaube, das wird hoffentlich doch gut ausgehen. Er wartet nur mal drauf und ich bin mir sicher, diese Safari-Dame mit ihrem Fernglas hat ihn auch schon gesehen. Vielleicht ist sie eine Undercover-Polizistin. Genau. Das Praktische daran ist ja, man braucht dann nicht mal einen Polizeiwagen holen, denn genau vis-à-vis hier von diesem Platz ist ja das Gefängnis. Da kann man rüber spazieren. Das heißt, da kann der dann gleich zu Fuß hinübergehen und man spart auch noch Benzin. Perfekt. Bei der Polizei. Das also ist ja wirklich bitte, perfekt. Wenn Sie ein Verbrechen begehen, am besten gleich neben dem Gefängnis. Es spart jeden da sehr viel Zeit. Haben und wir Benzin. noch was? Da sind noch das Publikum, das kennt ihr schon vor der Bühne, das kennt ihr schon. Aber wir haben jetzt Leuchtstäbe Ihnen in die Hände gedrückt. Ihr habt gesagt, wir müssen noch mehr Party machen. Das jetzt ist haben auch Sie Leuchtstäbe. Eine wirklich liebe Idee. Die Leute waren ja vorher schon am Tanzen und am Abgehen. Kein Wunder bei dieser tollen Band, die hier gerade performt. Ja. Und jetzt sind die Fans auch noch mit sind das so Knickleuchtstäbe oder gibt es die auch irgendwie anders? Keine Ahnung. Ich glaube. Die sind da voll dabei und machen Party natürlich. Sehr, sehr cool. Und eine Kleinigkeit zeige ich euch noch. Auch wieder eine Inspiration von euch. Ihr erinnert euch an das Kasperltheater, wo leider der Kasperl gar nicht dabei war und das geht natürlich nicht. Ich meine, irgendwer muss ja Krawusi Kapuzi sagen, nicht wahr? Und da habe ich jetzt das Krokodil gegen den Kasperl ausgetauscht und mir ist erst dann aufgefallen, dass der Kasperl ja eigentlich immer nur das Krokodil haut und nicht den Bezibären. Das war jetzt eigentlich nicht ganz so ideal, muss ich sagen. Aber es wird leider dieses Mal, hat vielleicht der Bezibär was verbrochen. Kann mal passieren. Okay, also das heißt, das ist jetzt naturgetreuer. Vorher das mit den Ninjago, oder nein, das waren ja Chima-Figuren. Das hat mir zwar auch sehr gut gefallen, der Bär ist ja noch von dieser Serie, aber dieser Kasperl, der ist jetzt hier neu und ich finde, er sieht total cool aus, wie er hier diesen Stock, oder besser gesagt den Baseballschläger hält. Naja, wer weiß, was der Bezibär verbrochen hat. Vielleicht hat er seine Schokolade aufgegessen und jetzt kriegt er eine Übergezogen. Genau, und dreht das Ganze nochmal um, dass die Leute nochmal sehen, wie wir das gelöst haben. Also ganz einfach, hier kniet eine Person drinnen, da haben wir die Beine verkehrt aufgebaut. Und sie hält diese Stäbe eben in der Hand, ich weiß nicht, ob ihr das gut seht. Und auf diesen Stäben sind eben diese 2 Figuren drauf. Ich finde das genial, muss ich sagen. Also mir gefällt das sehr. Eine einfache Idee, aber so cool. Ja. Das war's mit meinen Updates. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank an dich, liebe Rita. Sehr gerne. Vielen lieben Dank auch an euch. Wenn ihr Tipps habt, nicht nur zur Mami-Ente, sondern auch zu meinem Park/Spielplatz oder sonstiges, bitte gerne in die Kommentare. Genau. Richtig. Danke fürs Einschalten und wir verabschieden uns heute mit einem formidablen Blick auf Hogwarts, welches auch immer größer wird und immer schöner und fast das Disney-Schloss in den Schatten stellt. Aber nur fast. Niemals. Wir sehen uns, Freunde. Tschüssi. Tschüssi.